Es ist mal wieder Zeit, was komplett Neues auszuprobieren, und zwar ist die Situation wie folgt. Ich wollte jetzt schon wirklich lange mal wieder die Harry Potter Bücher lesen, und das ist aber so ein bisschen schwierig, weil soll ich jetzt wirklich ein Buch zum 300.000. Mal gefüllt lesen, wenn ich noch so viele andere Sachen auf meiner Liste habe, die ich noch nicht gelesen habe? Nee, das passt irgendwie nicht so richtig, aber ich werde es einfach in meinen normalen Leserhythmus integrieren, und zwar kapitelweise. Und wenn ich das schon kapitelweise mache, dann könnte man ja auch ein eigenes YouTube-Format draus machen, und das nennen wir dann Chapter by Chapter. Intro. Ich fange selbstverständlich mit Buch 1 an, The Philosopher's Stone. Da seht ihr auch direkt, ich lese jetzt die englische Variante. Es kann also sein, dass ich irgendwie ab und zu mal irgendwie deutsche und englische Begriffe durcheinander werfe. Und das Ganze mache ich jetzt einfach so ein bisschen, ja, also bin ein bisschen vorbereitet. Der Computer steht hier, aber mehr oder weniger eine spontane Analyse. Aber als erstes machen wir eine kurze Zusammenfassung, wobei die Geschichte jeder auswendig kennt. Also fangen wir an mit Kapitel 1, The Boy Who Lived. Das wusste ich eigentlich auch auswendig, aber man kann es ja auch nochmal. Oh, schreibt er etwa in sein Buch? Oh, also, die Zusammenfassung. Das Ganze fängt an mit den Dursleys. Das ist eine Familie der oberen Mittelschicht, sage ich mal, und die sind sehr stolz darauf, eine ganz normale Familie zu sein. Eines Tages auf dem Weg zur Arbeit sieht Vernon Dursley eine straßenkartenlesende Katze, und das beunruhigt ihn aus irgendwelchen Gründen ziemlich stark. Und es wird dann im Verlauf des Tages auch noch schlimmer, weil erst sieht er irgendwelche komisch angezogenen Leute, dann wird er von einem völlig Fremden als Muggel bezeichnet und auch noch umarmt. Und wenn er dann nach Hause kommt, sind auch noch die Nachrichten voll mit Berichten über Sternschnuppen und tagaktive Eulen, und der ist sehr beunruhigt, hat ein ganz komisches Bauchgefühl, und obwohl er es eigentlich besser wissen sollte, erzählt er auch seiner Frau Petunia davon, die daraufhin nur sehr abweisend reagiert. Während die Dursleys ins Bett gehen, taucht Albus Dumbledore auf und tritt an eine Hexe/Katze oder eigentlich andersrum eine Katze/Hexe heran und spricht dann ein bisschen mit der. Und dann erfahren wir, dass ein fieser Magier die Potters getötet hat und beim Mordversuch an deren Sohn Harry dann irgendwie gestorben ist oder zumindest besiegt wurde, irgendwie verschwunden ist. Also er ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr da. Und Dumbledore möchte jetzt den kleinen Harry bei seinen einzigen noch lebenden Verwandten abgeben. McGonagall ist entsetzt, aber hat nicht so viel Zeit, sich darüber aufzuregen, weil dann kommt schon der Halbriese Hagrid mit seinem fliegenden Motorrad, bringt Harry vorbei, die lassen ihn da liegen und gehen weg. Das war die grobe Zusammenfassung des ersten Kapitels, und jetzt steigen wir kurz in meine Analyse rein. Ich möchte dazu sagen, es kann sein, dass einige der Fragen, die ich dann am Ende habe, auch schon geklärt wurden. Ich wusste zumindest spontan nicht die Antwort auf ein paar Sachen, oder ich bin über einige Dinge gestolpert, aber dazu kommen wir dann gleich. Ich fange jetzt einfach mal an, wie die JK Rowling es eigentlich schafft, dass man jetzt unbedingt weiterlesen möchte, wie das Buch überhaupt so ein großes Phänomen werden konnte. Und das macht sie nämlich sehr geschickt. Das fängt natürlich an mit Harry, ein kleiner Junge, der ganz offensichtlich etwas Besonderes ist. So viel wird sofort klar, aber wir wissen überhaupt nichts über den. Und wie schafft sie das? Eigentlich ganz geschickt, weil sie sagt uns nicht genau, was passiert ist. Ja, Harry hat dies gemacht und dann ist jenes passiert, sondern sie zeigt uns, wie die ganze Welt drumherum auf Harry und das, was er geleistet hat, reagiert. Das fängt an mit Vernon Dursley, der halt eigentlich seinen normalen Alltag leben möchte, aber überall passieren auf einmal komische Sachen. Dann gibt es Sternschnuppen, dann verhalten sich die Eulen ganz komisch, so wie man es gar nicht kennt. Eine eigentlich ziemlich mächtige Hexe verbringt den gesamten Tag als Katze getarnt auf einer kalten Mauer vor einem Muggelhaus. Ein Riese fliegt auf einem Motorrad durch halb England. Ein mächtiger anderer Magier kommt mit komischen Klamotten in den Ligusterweg und löscht da die Lichter. Und irgend so ein Junge konnte halt einen super fiesen Obermagier bezwingen. Wir wollen auf jeden Fall wissen, wer ist denn das? Wie hatten wir das geschafft? Was hat es denn da mit dem auf sich? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei, warum wir überhaupt weiterlesen möchten. Und der andere ist, dass die JK Rowling gerade genügend unterschiedliche Elemente erwähnt, die wir noch nicht verstehen können,
und die wir irgendwie erklärt haben möchten. Ganz wichtig ist dabei natürlich das Wort Muggel. Was heißt denn das? Ja, wenn man das erstmal liest, hat man natürlich gar keinen Plan. Das sind aber auch die ganzen Sachen, wie funktioniert diese Magie hier eigentlich? Wer sind diese ganzen Leute? Was hat es eigentlich mit Harrys Narbe auf sich? Die wird ja auch sehr direkt erwähnt. Wie geht es hier weiter? Damit wir in den nächsten Kapiteln aber nicht komplett verwirrt werden, wendet JK Rowling dann den ganz klassischen narrativen Kniff an, den auch jeder Rollenspiel-versierte Spieler von seinen amnesiegeplagten Helden kennt. Wir sehen das Ganze aus der Sicht von jemandem, der keine Ahnung von der Welt hat. Also Harry in dem Fall. Wo wir bei der magischen Welt sind, komme ich mal zu meinem nächsten Abschnitt. Das ist quasi die Trennung zwischen der magischen und der Muggelwelt. Und die JK Rowling trennt diese beiden Welten ja eigentlich immer ziemlich stark in ihren Büchern voneinander ab. Normalerweise macht sie das aber durch Geografie einfach, ja. Wir sind die meiste Zeit in Hogwarts unterwegs und Hogwarts liegt mal fernab von irgendwelchen Muggeln gelegen. Hier macht sie das aber nicht. Hier macht sie das eigentlich durch den Wechsel von Tag und Nacht. Tagsüber verfolgen wir Vernon Dursley, einen Muggel, und der erlebt halt einfach so einen Tag. Ja. Da passieren zwar komische Sachen, aber prinzipiell bleiben wir immer bei seiner Sicht, ja, seinem begrenzten Wissen. Wir können das nicht richtig einordnen. Aber sobald die Nacht hereinbricht, tritt Albus Dumbledore auf den Plan und an dem ist einfach alles komplett verboten. Ja? So ein Typ dürfte eigentlich gar nicht im Ligusterweg sein. Das fängt schon bei seiner Kleidung an, aber geht dann natürlich weiter mit dem, was er tut. Ja? Erstmal magisch die Lichter löschen, dann verwandelt sich auf einmal eine Katze in den Menschen, dann kommt ein fliegender Riese, dann wird noch hier dieser Junge da ab... Okay, das ist nicht ganz so magisch, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Sobald es Nacht wird, ist die Atmosphäre eine komplett andere und es passieren Dinge, die eigentlich gar nicht passieren können. Nebenbei möchte ich an der Stelle bemerken, dass es ziemlich ungewöhnlich ist. Warum habe ich das gesagt? Hey Mika, da reagierst du drauf. Ja, putz dich mal. Also es ist sehr ungewöhnlich für die Potter-Bücher, dass man die Welt nicht durch Harrys Augen sieht. Das passiert auch später nochmal, aber wirklich sehr selten. Und hier sind es gleich unterschiedliche Leute. Ja? Das Buch fängt an mit der Sicht von Vernon Dursley, beziehungsweise den Dursleys auch allgemein so ein bisschen. Und dann nachts sehen wir das Ganze eher aus dem Blickwinkel von Dumbledore, aber auch ein bisschen McGonagall, irgendwie so ein bisschen beides. Ja? Auf jeden Fall nicht Harry, und das ist sehr ungewöhnlich, dass dieser Wechsel überhaupt stattfindet. Das passiert den ganzen Rest des Buchs nicht mehr. Den nächsten Abschnitt nenne ich einfach mal Erster Satz. Hätte ich vielleicht auch als erstes analysieren können. Alles egal. Es macht doch bei jedem Buch irgendwie Spaß, den ersten Satz sich so ein bisschen genauer anzuschauen, ein bisschen zu analysieren, ein bisschen zu interpretieren. Das geht meistens ziemlich gut und natürlich auch bei diesem Buch. Ich kann ja mal kurz vorlesen. Kurz warm machen. Mr. and Mrs. Dursley of Number 4 Privet Drive were proud to say that we were perfectly normal. Thank you very much. Und das ist ja wirklich, das gibt schon wirklich sehr viel her, oder? Also allein durch diesen Zusatz, dieses Thank you very much, werden doch die Dursleys direkt, vielleicht liegt es auch an meinem Vorwissen, aber die wirken doch direkt super unsympathisch, oder? Das sind Leute, die sich offensichtlich für was Besseres halten, ja, die sich moralisch überlegen fühlen und die wissen, wie der Hase läuft und was man im Leben machen sollte, und jeder, der das anders sieht, der irgendwas komisch macht, der hat für die einfach keinen Wert. Und das Ganze wird ja auch noch verstärkt durch andere Satzfragmente, die später so auftauchen. Ja, da taucht dann hier auf dieses Good for nothing husband oder if he, also Vernon Dursley, if he had a sister like that. Also das ist schon ziemlich klar, ja. Die halten sich selbst für was Besseres und alle anderen sind eine Stufe drunter, mindestens. Und dann zum Schluss habe ich einfach noch so ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Das gibt sehr viele Sachen zu Dumbledore zu sagen, zum Beispiel. Fangen wir doch mal damit an, dass er einfach so vor das Haus der Dursleys apparieren kann. Ja, also scheinbar ohne irgendwelche Probleme. Und das hat mich schon gewundert, weil McGonagall und Hagrid, die tauchen da ja auch auf. Die gehen da einfach hin. Zu dem Zeitpunkt hätte das aber schon ein Point of Interest für die Todesser sein können, oder? Weil der Meister gerade erst hier irgendwie besiegt, da würden die doch da hingehen und ihn rächen wollen, oder? Und da vielleicht auf Harry lauern. Wir könnten sich ja denken, vielleicht kommt er zu den letzten noch lebenden Verwandten. Und sag mir, wenn ich falsch liege, auf dem Haus der Dursleys liegt meines Wissens kein Fidelius Charm. Hoffentlich heißt der auf Deutsch auch so, ich bin mir nicht ganz sicher. Sondern Harry ist da doch nur sicher, weil seine Mutter dieses Opfer für ihn gebracht hat. Oder? Aber dieser Zauber gilt doch nur, solange er das auch als sein Zuhause bezeichnen kann. Ist hier aber noch gar nicht der Fall. Der kennt die Leute gar nicht. Der kommt da gerade mal hin, der wird da einfach auf die Türschwelle gelegt.
Deswegen war es für mich eigentlich von Anfang an klar, dass Dumbledore hier irgendwie noch zusätzliche Sicherheitszauber aktiviert haben muss. Aber wie effektiv sind die denn? Ja? Also okay, vielleicht hatte das in dieser Nacht erst angelegt, ja? Und deswegen konnten dann auch McGonagall und Hagrid da hinkommen zu diesem Zeitpunkt, danach dann aber vielleicht nicht mehr. Passt aber auch nicht, weil im zweiten Teil können ja auch einfach die Weasleys vorfahren, beziehungsweise besser vorfliegen und dahin gehen. Und später kann auch der Phönixorden dahin laufen. Also, was ist denn da los? Irgendwie scheint mir das nicht sonderlich sicher zu sein. Oder hat er da direkt ein paar Ausnahmen hinzugefügt? Also ich habe es nicht ganz gerafft. Und wo wir bei Dumbledore sind, es wird ja auch explizit erwähnt, dass er den Leuten seit 11 Jahren beizubringen versucht, doch bitte den Namen von Voldemort zu sagen. Wir wissen es aus heutiger Sicht natürlich besser, weil da war ein Tabu auf dem Namen. Den durfte man natürlich nicht sagen, weil das war super gefährlich. Also ich glaube, die JK Rowling hat das hier einfach noch nicht ganz ausgearbeitet gehabt. Ist auch nicht schlimm, weil das erste Buch. Viel schlimmer ist aber doch, warum zur Hölle darf Dumbledore eigentlich entscheiden, was mit dem berühmten Harry Potter passiert? Ich meine, was ist denn da los? Der kann den doch nicht einfach nehmen und irgendwo hingeben. Ist natürlich ganz sinnig, ihn zu den letzten noch lebenden Verwandten zu bringen, aber konnte das Zaubereiministerium dann nicht irgendwie was Offizielles mal sagen? Die zumindest mal fragen? Oder was ist mit dem Patenonkel Sirius, dass der das überhaupt zulässt? Apropos, das ist doch auch eine ganz komische Sache. Also Hagrid hat sich ja das Motorrad von Sirius geliehen. Also erstmal komisch, dass er überhaupt draufpasst, aber das ist ja egal. Also zu dem Zeitpunkt wusste er offensichtlich noch nicht, dass angeblich scheinbar Sirius die Eltern von Harry verraten hat. Die Sache mit Pettigrew ist ja kurz danach erst passiert. Ich weiß nicht, ob es in der gleichen Nacht war, ist ja nicht so wichtig. Auf jeden Fall wusste er, das ist der Patenonkel. Und Sirius hätte doch irgendwie mal sagen können, hier, hallo, wo willst du denn jetzt hinnehmen? Vielleicht nehme ich den erstmal, vielleicht klären wir das erstmal offiziell. Nee, nichts dergleichen ist passiert. Und warum ist das Haus der Potters eigentlich zerstört? Passiert das bei Avada Kedavra? Soweit ich weiß nicht. Wenn der auf einen zurückfliegt, dann ist doch einfach der Typ tot, beziehungsweise die Seele wird dann rausgerissen. So richtig Sinn ergibt das nicht. Das Haus sollte einfach ganz normal aussehen, oder? Und konnte Hagrid überhaupt zu dem Haus kommen? Der Fidelius Charm war doch noch drauf. Oder ist der komplett aufgelöst für alle Leute? Oder muss Wurmschwanz das allen erzählen? Ich habe mich dann auch gefragt, wie viel weiß der Vernon Dursley überhaupt über diese magische Welt? Es wird ja immer mal gesagt, ne, sagt so Sachen wie Her Lord, also er weiß wohl irgendwie, dass es Magier gibt, aber wenn er das weiß, dann offensichtlich nicht so viel, sonst wäre er doch nicht so erstaunt über diese ganzen Leute und wie sie gekleidet sind und über die Eulen. Irgendwie müsste er das doch wissen. Die Eulen fand ich auch komisch, dass es denen die Nachrichten schaffen, weil die jetzt so tagaktiv sind. Wann bringen denn die Eulen sonst die Post? Ich meine, die Magier werden doch jeden Tag tausende Briefe, zehntausende Briefe und Pakete verschicken, oder nicht? Fliegen die Umwege? Machen die das wirklich nachts? Warten die dann da? Legen die einfach vor die Haustür? Wie geht denn das? Habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe so viele Sachen offensichtlich nicht verstanden. Und die letzte Sache, dann ist auch meine Aufnahmezeit vorbei. Kennt ihr die Fantheorie, dass der Nachrichtensprecher, der Ted heißt, eigentlich Ted Tonks ist und dass mir das damit erklärt wird, dass er so wissentlich dazu sagt, most mysterious. Ich fand das ganz nett, war mir vorher noch nicht bekannt, ist aber auch schon ein bisschen älter, ich habe das erstmal nachgelesen. Anyway, das war so meine Kurzanalyse. Würde mich interessieren, ob ihr irgendwie Lösungen für meine Probleme habt. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das erste Kapitel findet, wie eure Analyse aussieht und ob ich das hier weitermachen soll. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Kapitel.